Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir richtig loslegen, vergesst nicht, wenn euch dieser kritische Content gefällt, drückt den Like-Button, abonniert den Kanal, haut in die Tasten für die Kommentare und teilt das Video mit euren Freunden. Lasst uns heute mal ein Thema anpacken, das viele Muslime so richtig ins Schwitzen bringt. Ihr glaubt, der Gott des Islam hieß schon immer Allah? Tja, da wartet eine böse Überraschung auf euch. Wenn man sich die abrahamitische Tradition anschaut, ist die Sache eigentlich glasklar. In der Tora, genauer gesagt im Buch Exodus 3, 13,16 fragt Mose Gott nach seinem Namen. Gott antwortet, ich bin, der ich bin, und fügt hinzu, dass er Jahwe ist, der Gott seiner Väter, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Und er sagt ganz explizit, das ist mein Name für alle Ewigkeit. Jahwe ist also der spezifische, einzigartige Eigenname Gottes. Der Islam hat hier ein massives Problem. Entweder müsste der Islam Jahwe als Gottesnamen akzeptieren, was er nicht tut, oder er müsste zugeben, dass er keine Ahnung hat, wer Jahwe eigentlich ist. Die Muslime behaupten steif und fest, Gottes Name sei ausschließlich Allah. Sie ignorieren dabei völlig, dass dies ein eklatanter Bruch mit der Geschichte der Propheten ist, die sie ja eigentlich für sich beanspruchen. In religiösen Gruppen sind theophore Namen, also Namen, die den Gottesnamen enthalten. Völlig normal. Die Israeliten haben das ständig gemacht. Auch viele Muslime nutzen heute noch diese alten hebräischen Namen, ohne überhaupt zu kapieren, was sie bedeuten. Nehmt zum Beispiel den Namen Zakaria, die arabische Form von Zacharja. Oder Yahia, die arabische Form von Johannes. Die hebräische Wurzel von Yahia ist Johanan oder Jehohanan. Das Ja am Anfang steht für den Eigennamen Gottes Jahwe. Es bedeutet, Jahwe ist gnädig. Und Zakaria bedeutet, Jahwe erinnert sich. Muslime beten zu Allah, nennen ihre Kinder aber mit Namen, die Gott als Jahwe preisen. Ist das nicht herrlich ironisch? Da rennen sie mit Namen herum, die ihren eigenen Glauben an Allah direkt ad absurdum führen. Vergesst nicht, Leute, wenn ihr mehr von dieser schonungslosen Aufklärung wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Euer Support hilft uns, diese unbequemen Wahrheiten weiter in die Welt zu tragen. Kommentiert mal unten, was denkt ihr über diese Namen? Ist es nicht peinlich, wenn eine Religion ihren eigenen Ursprung so wenig versteht? Schauen wir uns mal Jesus an, im Koran Isas, Isa genannt. Man sagt, der Name stamme vom hebräischen Jeschua ab. Jeschua kommt etymologisch von Yahushua, was bedeutet, Jahwe rettet. Wenn Jesus laut Koran so eine zentrale Figur ist, warum trägt er dann einen Namen, der Jahwe verherrlicht und nicht Allah? Selbst im Neuen Testament steht, dass Gott ihm diesen Namen gab. Der Koran übernimmt diese Namen, hat aber offensichtlich keine Ahnung, welche Bedeutung dahinter steckt. Der absolute Knockout für die islamische Theologie kommt mit der Figur des Elia, im Koran Iljas genannt. Der hebräische Name Eliyahu bedeutet wörtlich, mein Gott ist Jahwe. El steht für Gott, Yahu für Jahwe. Da gibt es nichts zu deuten. Wenn nun Allah laut Koran das Wort Gottes ist, warum hat er dann den Namen Iljas gewählt, der seinen eigenen Namen Allah gar nicht enthält, sondern direkt auf den Rivalen Jahwe verweist? Juden und Christen verstehen, wenn sie an Elia denken, sagen sie, mein Gott ist Jahwe. Für einen Muslim ist das ein Desaster. Gott soll laut Koran Allah heißen, aber in seinem eigenen heiligen Buch wird ein Prophet nach seinem angeblichen Erzfeind benannt. Das beweist doch nur eines. Der Autor des Korans hatte keinen Schimmer von hebräischer Etymologie. Er hat einfach Namen aus dem Kontext gerissen, ohne zu verstehen, dass diese Namen die Identität Gottes in sich tragen. Es gibt noch so viele weitere Beispiele. Michaja, wer ist wie Jahwe? Bodi Obadja, Diener Jahwes statt Abdullah, Diener Allahs. Jesaja, Jahwe ist Rettung. Die ganze Liste der biblischen Namen ist voll mit Jahwe. Muslime behaupten, Abraham und Mose hätten Gott schon immer Allah genannt. Wenn das wahr wäre, warum sind dann alle ihre Namen in den Schriften auf Jahwe ausgerichtet? Vielleicht denkt ihr jetzt, aber Allah ist doch nur ein Titel. In Exodus 3,15 gibt es tatsächlich das Wort Elohim, was einfach Gott bedeutet. Eloh ist der Titel, Jahwe ist der Name. Das ist der entscheidende Unterschied. Das Wort Allah ist ein semitisches Wort für den Schöpfergott. Es gab El, Al-Ilah, Elohim in vielen Sprachen. Es ist ein genereller Begriff für Macht. Der Islam hat diesen allgemeinen Begriff Allah genommen und ihn fälschlicherweise zum Eigennamen erhoben. Wahrscheinlich, weil Mohammed und seine Leute im 7. Jahrhundert bei Christen und Juden hörten,
wie diese respektvoll über El oder Eloah sprachen, während sie den heiligen Eigennamen Jahwe aus Ehrfurcht nicht aussprachen. Mohammed, der offensichtlich nicht die hellste Leuchte war, hat das schlichtweg falsch interpretiert. Heute wissen Muslime nicht, dass ihr Gott eigentlich ein Relikt aus einer Zeit ist, in der man den Namen Gottes nicht kannte oder aus Angst ersetzte. Ihr Gott hat keinen Namen, weil der Prophet einfach nur bei den Nachbarn geklaut und es völlig falsch verstanden hat. Es ist ein Witz, der sich seit 1400 Jahren hält. Wer sich auf einen törzigen Gott stützt, der nicht einmal seinen eigenen Namen kennt, hat eine gewaltige Wissenslücke. Danke fürs Zuhören, Leute. Wenn ihr diese Analyse hilfreich fandet, teilt das Video, lasst ein Like da und schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Bleibt kritisch, bleibt wachsam und lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal.